Werfen wir zuerst einen kurzen Blick auf den Inhalt unserer Effizienzkisten. Diese sind mit hydraulischen Handwerkzeugen ausgestattet. Von Trennschleifern bis zu 30 cm Schnitttiefe, Kernbohrmaschinen bis zu 35 cm Durchmesser, über Tauchpumpen bis zu 240 Kubik pro Stunde bis hin zu Abbruch- und Bohrhämmer von 10 bis 30 Kilogramm befindet sich alles in Griffweite Ihrer Mitarbeiter. Natürlich befinden sich auch Hydraulikaggregate bis zu 18 PS Motorleistung in der Kiste. Sowohl Verbrennungs- als auch Elektroantrieb sind möglich. Die Konzentration von Handwerkzeugen mit extrem breitem Anwendungsspektrum und extrem hoher Leistung auf minimalen Raum hat auf die Effizienz Ihrer Mitarbeiter entscheidende Auswirkungen. Welche das sind und wie diese genau entstehen, betrachten wir in den folgenden Animationen. Ihr Jahr hat anstatt 12 Monate nunmehr bis zu 15 Monate. Sie erledigen Arbeiten, für die Sie bisher bis zu 15 Monate benötigt haben, in 12 Monaten. Die Folge: Sie schreiben in 12 Monaten Rechnungen, wofür Sie bisher bis zu 15 Monate arbeiten mussten. Kurz, Ihr Umsatz steigt um bis zu 30% bei gleichbleibenden Personalkosten. Dies ergibt für Sie eine Ersparnis von bis zu 800.000 Euro. Unsere Effizienzkisten steigern Ihre Effizienz, Sie erledigen mit gleichem Personal mehr Arbeit, Ihr Jahr hat anstatt 12 Monate bis zu 15 Monate, Sie stellen innerhalb von 12 Monaten Arbeitsleistungen von bis zu 15 Monaten in Rechnung. Ihr Umsatz steigt bis zu 30% bei gleichbleibenden Personalkosten, Ihre Ersparnis erreicht bis zu 800.000 Euro. Betrachten wir als erstes eine typische Baustelle. 2 Mitarbeiter ohne passendes Werkzeug. Deshalb machen diese eher ein trauriges Gesicht. Unser Ziel ist es, dies zu ändern. Wir möchten erreichen, dass sie wieder ein fröhliches Gesicht machen. Hierzu stellen wir Ihnen als erstes einen Lagerplatz für Ihre Werkzeuge zur Verfügung. Der Lagerplatz mit den Werkzeugen befindet sich etwas abseits von der eigentlichen Baustelle. Wir nennen diesen künftig Installationsplatz. Wir beschränken uns auf Werkzeuge, mit denen Sie ein vergleichbares Leistungsspektrum wie mit Werkzeugen aus unserer Effizienzkiste abdecken können. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die einzelnen Werkzeuge. Als erstes ein Luftkompressor, dann einen schweren 25 kVA Stromerzeuger, ein leichtes 5 kVA Aggregat und als Ergänzung ein 8 kVA Stromerzeuger. Des Weiteren benzinbetriebene Trennschleifer bis zu 11 cm Schnitttiefe, einen leistungsstarken 13 PS Fugenschneider für Schnitttiefen bis 15 cm und einen benzinbetriebenen Ringtrennschleifer für bis zu 30 cm Schnitttiefe. Als nächstes elektrische Tauchpumpen unterschiedlicher Leistungsklassen, beginnend mit bis zu 10 Kubik in der Stunde, 20 Kubik in der Stunde, über 40 Kubik in der Stunde bis hin zu 80 Kubik in der Stunde. Ebenso handgehaltene Handhämmer der 15 bis 35 Kilogramm Klasse, leichte 10 Kilogramm Elektro- und 10 Kilogramm Lufthämmer. Dann jeweils eine Freihandkernbohrmaschine für die Bohrbereiche 10 cm, 15 cm, 25 cm und 35 cm. Ergänzt durch stativ geführte Kernbohrgeräte für Bohrbereiche bis 15 cm, bis 25 cm und bis 35 cm. Abschließend noch einen sogenannten Stampfer zur Bodenverdichtung. Noch immer sind die Mitarbeiter traurig. Vielleicht liegt es am fehlenden Verbindungsweg zwischen Baustelle und Installationsplatz. Also errichten wir einen Verbindungsweg zwischen Baustelle und Installationsplatz. Und sofort können die Mitarbeiter zwischen Installationsplatz und Baustelle hin und her gehen und entsprechend sich mit Werkzeugen versorgen. Allerdings sind die Gesichter immer noch traurig. Dies liegt mit Sicherheit sowohl an der Entfernung als auch am Gewicht der Werkzeuge. Zu Fuß kommt eben keine richtige Freude auf. Aber nichts leichter als das. Die Mitarbeiter bekommen einen Dumper, einen LKW
und einen Radlader für den Transport. Und schon kann es losgehen. Teilweise zu Fuß und teilweise mittels Fahrzeug werden jetzt die Werkzeuge zwischen Baustelle und Installationsplatz transportiert. Gleichzeitig bedeutet natürlich jeder An- und Abtransport unproduktive Zeit. In dieser Zeit kommt der Baustellenfortschritt komplett zum Erliegen. Betrachten wir wieder die Gesichter. Immer noch traurig. Nun ja, vielleicht liegt es an den unproduktiven Warte- und Transportzeiten, nachfolgend Wegezeiten genannt. Wäre verständlich. Anstatt auf der Baustelle produktiv zu arbeiten, besteht ein Großteil der Arbeit darin, auf das geeignete Werkzeug zu warten. Also probieren wir es, indem wir den Mitarbeitern alle Werkzeuge in Griffweite auf der Baustelle zur Verfügung stellen. Somit lassen wir als erstes die bisherigen Werkzeuge von der Baustelle verschwinden. Wir packen dann bildlich gesprochen die Werkzeuge vom Installationsplatz in unsere Effizienzkiste und stellen diese auf die Baustelle. Und siehe da, tatsächlich, sofort haben die Mitarbeiter fröhliche Gesichter. Es gibt keine Warte- und Transportzeiten, ein Griff in die Kiste und die Mitarbeiter können sofort mit dem geeigneten Werkzeug loslegen. Vergleichen wir die grünen, fröhlichen Mitarbeiter mit den traurigen, lila Mitarbeitern. Wir können auf den ersten Blick sehen, dass bei den lila Mitarbeitern erhebliches Kapital in Werkzeuge und Transportmittel gebunden ist. Ebenso, dass enorme personelle Ressourcen für den Transport eingesetzt werden müssen. Zusätzlich wird der Baustellenfortschritt erheblich verzögert, größtenteils sogar komplett verhindert. Die Mitarbeiter sind demotiviert und traurig bei der Arbeit. Ganz im Gegensatz zu den grünen, fröhlichen Mitarbeitern. Es wird bedeutend weniger Kapital in Werkzeugen und Transportmittel gebunden. Der Baustellenfortschritt ist unbehindert von Warte- und Transportzeiten maximal. Es werden keine unnötigen personellen Ressourcen für den An- und Abtransport gebunden. Die Mitarbeiter sind motiviert und fröhlich bei der Arbeit. Dies alleine müsste für das Unternehmen schon Grund zur Freude sein. Stellt sich nur die Frage nach den wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen. Rechtfertigen die Effizienzgewinne die Investition in die Effizienzkisten? Kann dies wirklich das Kalenderjahr um 3 Monate verlängern, den Umsatz um bis zu 30% steigern oder gar eine Ersparnis von bis zu 800.000 € bringen? Beginnen wir mit der Frage nach den 800.000 €. Wie aus der Animation ersichtlich wird, ist der wesentliche Unterschied die Wegezeit mit und ohne Effizienzkiste. Dieser sogenannte Wegezeiteneffekt wird in 3 einfachen Schritten ermittelt. Im ersten Schritt Ermittlung der bisherigen durchschnittlichen täglichen Wegezeiten zwischen Baustelle und Installationsplatz in Minuten. In einem zweiten Schritt Ermittlung durchschnittlichen Baustellenkosten pro Stunde. Im dritten Schritt Ablesen der Ersparnis in der Tabelle. Auf der X-Achse sind die durchschnittlichen Baustellenkosten pro Stunde in Euro ausgewiesen. Von 30 € bis zu 400 € pro Stunde. Auf der Y-Achse die durchschnittlichen ersparten Wegezeiten in Minuten pro Tag von 1 Minute bis zu 120 Minuten. Im Schnittpunkt der Achsen ist die Ersparnis für 10 Jahre berechnet. Bei Wegezeiten von 60 Minuten und Kosten von 200 € pro Baustellenstunde ergibt sich somit eine Ersparnis von 400.000 € in den nächsten 10 Jahren. Die Tabelle weist für Kombinationen von Baustellenkosten von 30 € bis 400 € pro Stunde und einer Zeitersparnis von 1 bis 120 Minuten pro Tag eine Ersparnis von 1.000 € bis 1,6 Millionen aus. Grundlage der Berechnung ist die jährliche Ersparnis. Hierzu wird die tägliche Ersparnis mit 200 Arbeitstagen pro Jahr multipliziert. Die daraus resultierende jährliche Ersparnis wird abschließend mit 10 multipliziert. Somit weist die Tabelle die mögliche Ersparnis der nächsten 10 Jahre aus. Gehen wir im Weiteren von 400.000 € Ersparnis
aufgrund des Wegezeiteneffektes aus. Neben dem Wegezeiteffekt gibt es auch noch einen sogenannten Arbeitszeiteneffekt. Dieser ergibt sich regelmäßig aufgrund der hohen Antriebsleistung unserer Werkzeuge. Benötigt zum Beispiel unsere 11 Kilogramm schwere 3 Zoll Tauchpumpe eine Stunde zum Pumpen, so müsste eine vergleichbare elektrische Tauchpumpe gleichen Gewichtes 10 bis 15 Stunden pumpen. Gleiches gilt für den Freihandtrennschleifer mit gut 18 PS Antriebsleistung und Kernbohrgeräten und dergleichen. In Summe ergibt sich somit ein sogenannter Arbeitszeiteneffekt. Gehen wir hier wieder von täglich 60 Minuten aus. Die Berechnung erfolgt analog dem Wegezeiteneffekt. Anhand der Tabelle können wir dies wieder ablesen. 60 Minuten pro Tag zu 200 Euro pro Stunde ergeben wieder 400.000 Euro Ersparnis in 10 Jahren. Zur Ermittlung des Gesamtkosteneffektes muss nunmehr lediglich der Wegezeiteneffekt und der Arbeitszeiteneffekt addiert werden. In unserem Beispiel 400.000 Euro Wegezeiteneffekt plus 400.000 Euro Arbeitszeiteneffekt ergeben einen Gesamtkosteneffekt von 800.000 Euro. Das Ganze pro Bautrupp über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die jährliche Ersparnis liegt somit bei 800.000 Euro geteilt durch 10 gleich 80.000 Euro pro Jahr. Aus dem Gesamtkosteneffekt erklärt sich auch, warum nunmehr das Jahr bis zu 15 Monate hat und Ihr Umsatz dadurch um bis zu 30% steigt bei gleichen Personalkosten. In unserem Beispiel werden täglich 2 Stunden eingespart. Bei 200 Arbeitstagen pro Jahr ergibt dies 400 gesparte Stunden. 400 Stunden geteilt durch 8 Stunden ergibt 50 Arbeitstage. Unter der Annahme, dass der Monat maximal 20 Arbeitstage hat, entsprechen 50 Arbeitstage 2,5 Monate. Sie stellen praktisch im Dezember schon die Bauabschnittsleistungen für den März des Folgejahres in Rechnung. Ihr Jahr hat bis zu 15 anstatt 12 Monate. Ihre Personalkosten bleiben gleich, da diese zusätzlichen Arbeitstage nicht aus zusätzlichem Personal, sondern ausschließlich aus der Effizienzsteigerung des Personals resultieren. Die direkte Folge ist natürlich, dass Ihr Umsatz um bis zu 30% steigt, das Ganze bei gleichbleibenden Personalkosten. Danke fürs Anschauen. Hier geht es zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.